Die CDU, die Kinder nur für den Wahlkampf instrumentalisiert, aber gleichzeitig bei ihrer Zukunft spart, das ist die Doppelmoral, die wir jetzt anprangern müssen. Höcke ist doof, richtig doof. Stellt euch mal vor, eure Familie ist pleite, aber damit der Champagner weiter in Strömen fließen kann, spart ihr bei den eigenen Kindern, beim Spielzeug, beim Essen eurer Kinder. Das würde natürlich kein normaler Mensch machen, aber die Politik macht es und das zeige ich euch jetzt mal, weil ich es wirklich nicht glauben kann. Unser Bundesland hier ist ja mehr oder weniger pleite, das ist kein Geheimnis und die CDU bei uns schlägt jetzt vor, wo zu sparen? Bei den Kindern. Das war die Überschrift hier, Explosion bei den Kita-Gebühren, und die CDU schlägt hier vor, ich zitiere das mal hier: Es gilt kritisch zu hinterfragen, was wir uns noch leisten können. Und das muss man sich mal überlegen. Wir sind in einem Bundesland, was hier für mehrere 10.000 Euro Steuergeld irgendwelche Feten im Ausland feiert, was sich hier selbst bei den Abgeordneten die Fraktionskostenzuschüsse um mehrere 100.000 Euro erhöht. Wir sind in einem Bundesland, wo wir uns unzählige Vereine für Multikulti und alles Mögliche leisten, das Geld wirklich nur mit den Händen zum Fenster rausschmeißen und jetzt bei dem sparen wollen, was eigentlich das Fundament unserer Gesellschaft ist, was eigentlich die Zukunft unserer Gesellschaft ist, nämlich bei den eigenen Kindern. Die CDU möchte nämlich die Geschwisterregelung anfassen, das heißt unterm Strich Eltern mehr belasten, mehr zur Kasse beten, und ich sage mal, das wird ja aus diesem Zitat hier ganz einfach deutlich. Wir möchten das nicht, wir sind der Meinung, da muss man investieren und nicht sparen. Kinder, Familien, das ist es, was es auch in diesen Zeiten besonders zu unterstützen gilt. Und deswegen kann ich nur jedem, der jetzt in Thüringen, Brandenburg oder Sachsen wohnt, nur empfehlen, die Finger von der CDU zu lassen. Dieser Geist herrscht überall in der CDU. Das Geld mit beiden Händen zum Fenster rauszuschmeißen und zeitgleich bei dem zu sparen, was eigentlich wichtig für unser Land und für unsere Gesellschaft ist. Hey, lass uns mal ganz kurz über die CDU reden. Die Partei, die in letzter Zeit eher durch leere Versprechen und dreiste Lügen auffällt. Gerade jetzt, in der heißen Phase der Wahlen, setzen sie sogar Kinder ein, um ihre politischen Ziele zu pushen. Ja, du hast richtig gehört. Auf einmal sind Kinder für die CDU von größter Bedeutung, aber nicht, wenn es darum geht, tatsächlich etwas für sie zu tun. Zucker oder Salz, Herr Vogt? Zucker bitte. Salz schmeckt doch gar nicht. Wir Thüringer wissen doch, worauf es ankommt. Wir sind anständige und fleißige Leute. Wissen Sie, Herr Vogt, ich bin alt genug. Wenn ich manche so reden höre, mache ich mir große Sorgen. Das habe ich alles schon erlebt. Bringen wir Thüringen wieder nach vorne. Nicht nach links, nicht nach rechts, sondern nach vorn. Höcke ist doof, richtig doof. Hier ist das Ding, in ihren Wahlkampfspots nutzen sie Kinder, um gegen die AfD zu schießen. Kinder, die nicht mal verstehen, was da politisch abgeht, werden plötzlich als moralische Waffe in den Kampf geworfen. Und weißt du, was das Verrückteste ist? Sobald es dann um echte Politik geht, um die Zukunft unserer Kinder, steht die CDU plötzlich mit leeren Händen da. Sie wollen bei Bildung und Zukunftschancen der Kinder sparen, dabei sind genau diese Dinge die Basis für eine gesunde Gesellschaft. Aber hey, für den Wahlkampf sind Kinder plötzlich wichtig, oder? Was denkt ihr darüber? Schreibt es in den Kommentar. Das ist doch die pure Doppelmoral. Einerseits Kinder als Mittel zum Zweck benutzen, aber andererseits, wenn es ums Eingemachte geht, um Bildung, Zukunft, Chancen, dann heißt es, sorry, da müssen wir leider sparen. Das ist einfach widerlich und zeigt, wie wenig die CDU wirklich an die Zukunft unserer Kinder denkt. Also, wenn du das nächste Mal so einen CDU-Spot siehst, in dem Kinder in die Kamera lächeln und irgendwas über die AfD erzählen, dann denk mal kurz darüber nach, was diese Partei tatsächlich für die Kinder tut. Spoiler: Es ist nicht viel, es geht der CDU nur um Machterhalt. Wenn du auch der Meinung bist, dass solche dreisten Wahlkampftricks von der CDU einfach nicht mehr durchgehen dürfen, dann zeig's ihnen. Gib diesem Video ein Like, wenn du keine Lust mehr auf diese Doppelmoral hast, und abonniere den Kanal, um keine weiteren Updates zu verpassen. Wir alle verdienen eine ehrliche Politik.